Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. In unserem heutigen Video wollen wir euch die Elektrokettensäge GH-EC 2040 von Einhell vorstellen. Im Rahmen unserer Testserie haben wir neben dieser Elektrokettensäge noch weitere, vor allem akkubetriebene, einem Praxistest unterzogen. Die Links zu den Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Schauen! Elektrokettensäge GH-EC 2040 liegt preislich bei ca. 75 Euro, was im günstigeren Segment unserer Testreihe liegt. Die Links zu den anderen Produkttests findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Kommen wir zunächst zu den technischen Daten. Die 2000 Watt starke Elektrokettensäge wird über Strom betrieben. Das Schwert hat eine Länge von 40,6 cm. Das ergibt eine Schnittlänge von 37,5 cm. Die Kettengeschwindigkeit beträgt 13,5 Meter pro Sekunde. Die Kette besteht aus 56 Treibgliedern und die Zahnteilung beträgt 3/8 Zoll. Die Kettensäge wiegt knappe 5,5 Kilogramm. Ein Öltank für die Schmierung der Kette ist auch vorhanden. Zunächst geht es ans Unboxing. Neben der eigentlichen Kettensäge mit Führungsschiene, Kette und Kettenschutz sind auch eine Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitshinweise beigelegt. Die Säge benötigt einen Stromanschluss und eine ausreichend lange Stromkabel, zum Beispiel in Form einer Kabeltrommel. Bevor es mit einem kleinen Praxistest losgehen kann, müssen wir die Kettensäge erst einmal zusammenbauen. Hierzu legen wir zunächst die Kette an die Nut der Führungsschiene. Die Schiene besitzt an der Spitze einen Umlenkstern, der die Reibung zwischen Schiene und Kette verringern soll. Achtet darauf, dass die Kette richtig herum auf der Schiene aufliegt. Die Sägezähne sollen in Laufrichtung zeigen. Die Schutzkappe wird über den roten Drehverschluss vom Gehäuse gelöst. Nun kann die Kette um die Kupplung gelegt werden. Es ist auch noch einmal abgebildet, wie man dies richtig macht. Zum Spannen der Kette stellt man die Säge am besten aufrecht. Über ein Drehrad lässt sich die Kettenspannung einstellen. Das funktioniert recht gut. Montiert man die Abdeckung wieder auf das Gehäuse, lässt sich dieses über ein Drehrad noch einmal fester drehen. Achtet darauf, dass die Kette weder zu fest noch zu locker gespannt ist. Optimal ist sie, wenn die Spitze eines Treibgliedes beim Hochziehen der Kette minimal in der Führungsschiene bleiben. Hier ist durchaus etwas Kraft notwendig beim Drehen des Rädchens. Die Einhell Elektrokettensäge besitzt einen metallenen Krallanschlag für eine sichere Schnittführung. Um die Kettensäge betätigen zu können, muss ein Sicherheitsschalter, die sogenannte Gashebelsperre, hier in Form eines schwarzen Knopfes zeitgleich mit der Betätigung des Gashebels heruntergedrückt werden. Beide Handgriffe sind gummiert für ein rutschfestes Arbeiten. Der Kettenschutz wirkt recht robust und lässt sich gut in die Schiene schieben. Zum Betätigen der Kettenbremsen bewegt man den Handrücken gegen diese, während man den Handgriff umfasst. Ist die Kettenbremse angelegt, ist ein Klicken zu hören. Zum Entsperren wird die Bremse einfach wieder herangezogen. Die Bremse ist eine von mehreren Sicherheitseinrichtungen der Kettensäge im Allgemeinen. Bevor es mit dem Sägen losgeht, wird Öl in den Öltank gefüllt, damit die Kette gut geschmiert wird. In unserem Fall verwenden wir biologisches Sägenkettenhaftöl. Man sollte Handschuhe tragen, um den Kontakt mit Öl zu vermeiden. Über ein transparentes Sichtfenster lässt sich der Ölstand während des Betriebes prüfen. Neben Handschuhen sollte man beim Arbeiten mit Kettensägen, Elektro-, Akku- sowie auch Motorbetriebenen seine persönliche Schutzausrüstung tragen. Hierzu zählen Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe, ein Schutzhelm mit Gehörschutz und Visier und Warnkleidung, zum Beispiel in Form einer Warnweste. Kommen wir nun zu einem ersten kleinen Praxistest.
Das Kabel sollte so gelegt werden, dass es möglichst weit weg vom Sägeplatz entfernt ist. Da das Kabel an der Kettensäge selbst sehr kurz ist, haben wir ein ca. 10 Meter langes Kabel zwischen Kabeltrommel und Kettensäge verwendet. Für die Messung der Lautstärkepegels haben wir eine App auf dem Smartphone heruntergeladen. Die App hat einen Wert von ca. 109 Dezibel. Die Säge lässt sich leicht führen und sägt kleinere Holzstücke einfach gut durch. Wir haben über die letzten Monate nun einige Birken, einen Lebensbaum und einige Eichenäste gesägt. Stämme oder Äste mit unter 20 cm waren kein Problem. Größere wurde man mit einer Elektrokettensäge ohnehin vermutlich nicht sägen. Kommen wir nun zu unserem ersten persönlichen Fazit. Die Elektrokettensäge von Einhell ist gegenüber einer motorbetriebenen Säge recht geräuscharm. Zudem ist sie recht leicht. Die Kette kann außerdem problemlos ohne Anwendung von Werkzeug gespannt werden. Beim Praxistest hat die Säge gezeigt, dass sie recht leistungsstark ist. Die Elektrokettensäge benötigt, wie der Name schon sagt, allerdings ein Stromkabel, welches ein Sicherheitsrisiko während des Arbeitens mit der Säge darstellen kann. Zudem kann man eine solche Säge nicht an Orten benutzen, an denen es keine Stromquelle zur Verfügung steht. Wenn euch das Kabel für eure Einsatzzwecke aber nicht stört, können wir die Säge grundsätzlich empfehlen. Vor allem auch für Anfänger eine super Säge, da alles einfach zu montieren ist und man ohne große Vorkenntnisse loslegen kann. Schaut euch auch gerne unsere anderen Testberichte an. Dort findet ihr neben zahlreichen Akkukettensägen auch eine weitere elektrische Kettensäge von Makita. Die Links zu den Videos haben wir euch in der Infobox und unter dem Video verlinkt. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ja ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Magazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.